Uns zieht's wieder mal in die Dolomiten. Von der Seiser Alm geht's zur Thierser Alpel. Hier die ungefähre Route. Die Seiser Alm von über 50 Quadratkilometer ist das größte geschlossene Alpengebiet in den Alpen. Wir genießen die herrlichen Blumenwiesen und wurden noch mit kurzer Regenschauer überrascht. Im Hintergrund die Serpentinen zur Rostzahnschatte. Der Aufstieg über die Serpentinen ist nicht schwierig, man sollte aber sicher gehen können und benötigt bis zur Rostzahnschatte ca. eine halbe Stunde nach Kondition. Unterhalb der Scharte herrliche Blicke zur Seiser Alm und dem Schlern. Und die neue Bank. Die Blicke in südöstliche Richtung, die Marmolada links, der Molignon, über den der Lorenzi-Klettersteig führt. Im Hintergrund dann die Spitze der Kesselkogel und der Weg rechts zur Thierser Alpel und der große Rostzahn. Nach ca. 3 Stunden von Spitzbühel haben wir die Thierser Alpel erreicht. Wir lassen noch die Abendstimmung in uns einwirken. Am nächsten Morgen. Unsere Tour führt über den Molignon-Pass weiter zur Grasleidenpasshütte, um den Kesselkogel zum Untermoyer-Pass und weiter zur Untermoyer-Hütte. Von dort wieder zurück, am Molignon vorbei zur Thierser Alpel. Nach dem hervorzüglichen Frühstück steigen wir von der Thierser Alpel zu dem Molignon-Pass. Der erste Anstieg hat eine Seilsicherung, da ausgesetztes Gelände. Kurz vor dem Molignon-Pass beginnt links der Einstieg zum Lorenzi-Klettersteig, wie die Skizze zeigt. Ein paar Bilder Ende der 90er Jahre. Weiter nun zu unserer Tour. Hier die Route zur Grasleidenpasshütte.
Nach gut 1,5 Stunden von der Thierser Alpel sind wir nun an der Grasleiten-Passhütte angelangt. Der Kesselkogel, auch ein interessanter Klettersteig, den wir Ende der 80er Jahre angingen. Die Route ist gut zu erkennen. Der Kesselkogel mit 3004 Meter ist der höchste Gipfel in der Rosengartengruppe und nur über Klettersteig zu erreichen. Der weitere Aufstieg unterhalb des Kesselkogels zum Untermoyer Pass. Vom Untermoyer Pass von links die knapp 3000 Meter hohe Rosengartenspitze, rechts die Violetttürme, im Hintergrund spitzt noch die König-Laurins-Wand hervor, links die Schema Scagliette. Zwischen Rosengartenspitze und rechts der König-Laurins-Wand der Sandner Pass. Hier steht nun die fast fertige, neu erbaute Sandner Passhütte. Und das Gipfelkreuz Nähe der Hütte. Rechts der Gipfelgrat des 3002 Meter hohen Kesselkogels, im Hintergrund die Pala-Gruppe. Noch ein Shooting am 2077 Meter hohen Untermoyer Pass, ehe es dann weiter zum Refugio Untermoyer geht. Und der knapp 4-stündige Rückweg wieder zur Thierser Alpel. Die Abstiegsroute vom Untermoyer Pass in Richtung Untermoyer Hütte. Der Untermoyer See und die Hütte vom Ausstieg des Lorenzi-Klettersteigs links. Der Karstsee ist der einzige Bergsee in der Rosengartengruppe und entstand durch einen Bergsturz, der einen 4 bis 5 Meter hohen Damm bildete. Nach Brotzeit auf der 2500 Meter hohen Hütte geht's dann ca. 900 Meter Abstieg und wieder Aufstieg in ca. 3 Stunden zur Thierser Alpel zurück. Oberhalb der Hütte am Joch nochmal Bilder vom Blattkogel. Im Hintergrund die Sella mit dem Pitzboe. Hier an dem gelben Pfeil ist unser Standpunkt der Drohnenaufnahmen. Rechts sind schon die Rostzähne zu erkennen und im Vordergrund der Molignon, über den der Lorenzi-Klettersteig führt. Noch ein Blick zurück zur Hütte.
und dann der Abstieg. Unten nochmal der Bergsee und das Refugio Antamoya. Die alpine Blumenwelt, im Hintergrund die Rostzähne, begleiten uns zurück zur Hütte. Nach 7 Stunden Wanderung im Auf und Ab durch die herrliche Dolomitenwelt sind wir wieder an der Hütte angelangt. Saluti! Die Abendstimmung. Und am Morgen die Brenta links und der Cara Alto in der Presanella-Gruppe. Nach gutem Frühstück führt uns die nächste Tour zum Schlern, dem Petz und weiter zum Burgstall. Im Hintergrund die Roterdspitze. Nach einer halben Stunde sind wir unterhalb der Roterdspitze. Links ist der große Rostzahn, die Thierser Alpel und rechts der Mollignon zu erkennen. Der Steig macht nun eine Biegung und bald ist die Schlern-Hochfläche vor uns. Und die Dolomitengipfel des Rosengartens zeigen sich in ihrer schönsten Form. Links das Schlernhaus und der Gipfel des Petz. Wir sind am Monte Petz mit 2563 Metern, der zweithöchste Gipfel nach der Roterdspitze im Schlerngebiet. Unweit des Petz ist der 2510 Meter hohe Burgstall, von dem wir noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Und hier ein Bild von der Seiseralm zum Burgstall. Und die Sandner Spitzen von oben. Unterhalb des Burgstalls befindet sich die Burgstallwand, die nördlichste Felswand des Schlern, die 500 Meter abfällt. Davor wieder die Sandner Spitzen. Und die Westseite. Das Seiser Almgebiet.
Vom Burgstall ein Blick zum Petz. Nach dem Burgstall kehren wir nochmal im Schlernhaus ein. Noch ein paar Bilder von der Roterdspitze, dem Hausberg der Thierser Alpen. Das Panorama nach Süden. Die Roterdspitze von oben. Im Norden das Panorama der Zillertaler Alpen. Nach Westen. Und die Dolomiten in östlicher Richtung. An der Thierser Alpen angekommen, genießen wir noch die Abendstimmung und mit Impressionen der schönen Dolomitenwelt endet der Film.